Tief unter der schimmernden Oberfläche des Ostmeeres, Tunghae, eingebettet zwischen uralten Korallenriffen und leuchtenden Tangwäldern, lag der prächtige Drachenpalast, Yongung. Seine Jadesäulen strahlten mit einem überirdischen Licht, und seine perlmuttschimmernden Tore hießen unzählige Meeresbewohner willkommen, die unter der gütigen Herrschaft des mächtigen Drachenkönigs Yonggwang lebten. Jahrhundertelang herrschten Frieden und Wohlstand. Der Palast war eine lebendige Symphonie aus Leben und Farbe. Doch selbst in diesem Paradies konnten Schatten fallen und eine unerwartete Herausforderung für seinen ehrwürdigen Herrscher mit sich bringen. Eines schicksalhaften Tages ereilte den Drachenkönig eine schwere Krankheit. Seine einst so lebhaften goldenen Augen trübten sich, und seine gewöhnlich königliche Haltung sank vor Müdigkeit in sich zusammen. Das fröhliche Lachen, das einst durch die Palasthallen hallte, wich einer bedrückenden Stille, nur unterbrochen vom gedämpften Flüstern besorgter Höflinge und den angestrengten Atemzügen des Königs. Seine Berater und die weisesten Meeresschamanen, Mudang, versammelten sich, ihre Gesichter von Verzweiflung gezeichnet, denn niemand kannte ein Heilmittel für die mysteriöse Krankheit ihres geliebten Königs. Nach tagelangen Beratungen brachte ein ehrwürdiger alter Krabbengelehrter, bekannt für sein Wissen über alte Texte, eine Offenbarung hervor. Beim Studium einer vergessenen Schriftrolle entschlüsselte er eine kryptische Passage: Nur die frischeste Leber eines auf dem Land lebenden Hasen, verzehrt im Morgengrauen, kann den kranken Drachenkönig wiederherstellen. Eine Welle der Hoffnung, gemischt mit Besorgnis, verbreitete sich am Hof. Die Leber eines Hasen. Doch wie sollte man so etwas aus der fernen, unbekannten Welt über ihnen beschaffen? Stille breitete sich aus. Die Aufgabe war gefährlich. Der Gang an die Oberfläche war voller Gefahren. Und die Landwelt war ein Rätsel. Dann trat aus der versammelten Hofgesellschaft der loyale Schildkrötenminister, Bioljubu, hervor. Seine kleine, kräftige Gestalt reckte sich, als er sich tief vor seinem Souverän verneigte. »Mein König«, erklärte er, seine Stimme fest, trotz eines Zitterns in seinen alten Schuppen: »Ich, Bioljubu, werde diese gefährliche Reise unternehmen. Ich werde die Hasenleber zurückbringen. Oder ich werde nicht zurückkehren.« Mit schwerem Herzen, aber entschlossenem Geist begann Bioljubu seine beschwerliche Reise. Er schwamm durch tiefe Gräben, vorbei an Wäldern aus schimmernden Anemonen und durch wirbelnde Schwärme silberner Fische. Als er aufstieg, wurde das Wasser klarer, wärmer, und das Licht von oben wurde stärker, malte die Meeresoberfläche in gesprenkelten Mustern. Er rüstete sich für die unbekannte Welt jenseits der Wellen, eine Welt, die so anders war als die heitere Schönheit seines Unterwasserheims. Die Landwelt brach über Bioljubu's Sinne herein. Die Luft war klar und roch nach Kiefern und feuchter Erde. Hohe Bäume ragten einem unglaublich blauen Himmel entgegen. Ihre Blätter raschelten mit einer ungewohnten Musik. Er sah Vögel mit Flügeln in allen Farben hoch oben schweben und hörte das Zirpen der Grillen und das ferne Rauschen eines Wasserfalls. Dies war ein Ort von blendendem Licht und lebendigem Leben, ein starker Kontrast zu der gefilterten, gedämpften Welt, die er kannte. Mit seiner Mission fest im Sinn begann Bioljubu seine Suche nach einem Hasen. Er beobachtete die spielenden Eichhörnchen, die an Bäumen hinaufhuschten, die Hirsche, die friedlich auf sonnigen Lichtungen grasten, und die majestätischen Kraniche, die in flachen Bächen wateten. Tage wurden zu Wochen. Doch der schwer fassbare Hase blieb verborgen. Er wurde müde, sein Panzer schwer, doch seine Loyalität zum Drachenkönig trieb ihn voran. Seine Augen scannten jedes Rascheln im Unterholz, jeden Schatten,
Eines Nachmittags, an einem plätschernden Bach, entdeckte Biol-Jubu ihn endlich. Ein Geschöpf aus rein weißem Fell, mit langen, zuckenden Ohren und leuchtend rubinroten Augen. Der Hase, Tuki. Tuki. Er tollte zwischen den Wildblumen umher, jagte Schmetterlinge und knabberte an frischem Klee, völlig sorglos. Biol-Jubus Herz pochte vor einer Mischung aus Erleichterung und Beklemmung. Er hatte sein Ziel gefunden, doch wie sollte er dieses flinke, vorsichtige Geschöpf überzeugen, mit ihm in die Tiefsee zurückzukehren? All seinen Mut zusammennehmend, tauchte Biol-Jubu auf und näherte sich vorsichtig dem Hasen. »Seid gegrüßt, edler Hase«, rief er, seine Stimme etwas heiser, von der ungewohnten Benutzung an Land. Der Hase, aufgeschreckt, bereitete sich zur Flucht vor. Seine Ohren waren vor Schreck angelegt. Doch Biol-Jubu fuhr schnell fort. Sein Ton war sanft und verlockend. »Fürchtet euch nicht, ich komme aus einem wundersamen Land. Ein Bote mit Kunde von unvorstellbarer Pracht und einer großartigen Gelegenheit für jemanden, der so weise und flink ist wie ihr selbst.« Biol-Jubu begann dann, eine Geschichte vom Drachenpalast zu spinnen und malte ein lebhaftes Bild seiner atemberaubenden Schönheit. Er beschrieb Berge aus kostbaren Edelsteinen, Flüsse aus purem Gold und Bäume, die Früchte unsterblicher Jugend trugen. Er sprach vom Wunsch des Drachenkönigs nach einem weisen und klugen Berater vom Land, andeutend, dass eine solche Position unendliche Ehre, Reichtum und Macht mit sich bringen würde. Der Hase lauschte. Seine anfängliche Angst wich langsam einer weit aufgerissenen Faszination und einem aufkeimenden Verlangen. Der Hase, obwohl gerissen, war auch anfällig für Schmeicheleien und das Versprechen eines großartigeren Lebens. Er stellte sich vor, wie er neben dem mächtigen Drachenkönig saß, Ratschläge erteilte, endlose Feste genoss und ein Leben in Luxus führte, das weit über alles hinausging, was der Wald bieten konnte. Die einfache Freude, Schmetterlinge zu jagen und Klee zu knabbern, schien plötzlich langweilig und unbedeutend. Der Reiz von Macht und Unsterblichkeit begann, seine natürliche Vorsicht zu überschatten. Schließlich, den schillernden Aussichten nicht widerstehen könnend, traf der Hase seine Entscheidung. »Oh, verehrter Schildkrötenminister«, rief er aus, seine Stimme erfüllt von neuem Enthusiasmus. »Ich werde euch in diesen prächtigen Drachenpalast begleiten. Zeigt mir den Weg. Ich bin bereit, dieses große Schicksal anzunehmen.« Biol-Jubus Herz schwoll vor Triumph. Seine Mission, so schwierig und gefährlich, war endlich in Reichweite. Er hatte den gerissenen Hasen ausgetrickst. Mit dem Hasen sicher auf seinem stabilen Panzer sitzend, tauchte Biol-Jubu zurück ins Meer. Der Hase keuchte vor Staunen, als die Welt oben verblasste und von wirbelnden Mustern aus Licht und Farbe abgelöst wurde. Fischschwärme huschten an ihnen vorbei. Korallengärten entfalteten sich wie außerirdische Landschaften, und biolumineszierende Kreaturen pulsierten in der sich vertiefenden Dämmerung. Doch ein kleiner Samen der Unruhe begann im Herzen des Hasen zu keimen, ein leises Flüstern des Zweifels unter der Oberfläche seiner Aufregung. Endlich tauchte der prächtige Drachenpalast aus den Tiefen auf. Seine Jadesäulen und Perltore schimmerten wie ein Traum. Dem Hasen fiel der Kiefer herunter. Er war noch prächtiger, als Biol-Jubu ihn beschrieben hatte. Doch als sie den großen Thronsaal betraten, überkam ihn eine erschreckende Erkenntnis. Er sah den kranken Drachenkönig, umgeben von ernsten Bediensteten, und die hoffnungsvollen, fast räuberischen Blicke der Meeresbewohner, die direkt auf ihn gerichtet waren. Die Luft war dick von Erwartung, nicht von Willkommen. Der Drachenkönig, seine Kraft zusammennehmend,
sprach mit schwacher, aber klarer Stimme. »Willkommen, kleiner Hase. Wir haben lange auf eure Ankunft gewartet. Denn nur die Leber eines auf dem Land lebenden Hasen kann meine schwere Krankheit heilen.« Die Worte hingen wie ein vergifteter Pfeil in der Stille. Dem Hasen gefror das Blut in den Adern. Der wahre Zweck seiner Reise, der Verrat Bioljubus, brach mit überwältigender Wucht über ihn herein. Sein Herz pochte wie eine Trommel, und Panik ergriff ihn. In diesem Moment des absoluten Schreckens entzündete sich der legendäre Witz des Hasen wie ein Funke im Dunkeln. Er holte tief, zitternd Atem. Dann zwang er sich zu einem kleinen, entschuldigenden Lächeln. »Oh, edler König«, begann er, seine Stimme überraschend ruhig, trotz seines inneren Aufruhrs. »Es ist mir eine wahre Ehre, euch dienen zu dürfen. Es scheint jedoch ein schwerwiegendes Missverständnis gegeben zu haben. Wir Hasen, seht ihr, tragen unsere Leber nicht die ganze Zeit in uns. Sie ist viel zu kostbar. Wir bewahren sie sicher in unseren Häusern an Land auf.« Der Drachenkönig, geschwächt von Krankheit und verzweifelt nach einem Heilmittel suchend, hörte aufmerksam zu. Die Vorstellung einer abnehmbaren Leber war tatsächlich ungewöhnlich. Doch das ernste Auftreten und die schnelle Antwort des Hasen waren überzeugend. Und wer war er? Ein Geschöpf des Meeres, um die seltsamen Anatomien von Landtieren in Frage zu stellen? Seine Berater, die ebenfalls mit der terrestrischen Biologie unbekannt waren, flüsterten untereinander und erwogen die bizarre Möglichkeit. Hoffnung, zerbrechlich, aber wirkungsvoll, begann in den Augen des Königs wieder aufzuleben. »Ihr meint also, eure Leber ist im Moment an Land?« fragte der Drachenkönig, seine Stimme schwach, aber eindringlich. Der Hase nickte nachdrücklich. »Ganz genau. Eure Majestät. Wenn ihr mich nur schnell zurückschicken würdet, werde ich sie holen und mit Eile zurückkehren.« Trotz der puren Absurdität hatte der König keine andere Wahl. Er wandte sich an Bioljubu. »Schildkrötenminister, ihr müsst mit dem Hasen an die Oberfläche zurückkehren. Bringt seine Leber unverzüglich zurück.« Bioljubu, niedergeschlagen, aber pflichtbewusst, verbeugte sich gehorsam. Zurück ging es. Bioljubu schwamm in angespannter Stille. Der Hase hockte auf seinem Panzer und versuchte, seine triumphierende Freude zu unterdrücken. Die Rückreise fühlte sich anders an. Die Wunder der Tiefsee waren nicht mehr bezaubernd, sondern nur noch der Weg in die Freiheit. Bioljubu warf gelegentlich einen Seitenblick auf den Hasen. Seine kleinen Augen brannten vor einer Mischung aus Frustration und widerwilligem Respekt für die Klugheit des Landtieres. Die Spannung zwischen ihnen war dicht, unausgesprochen, aber scharf spürbar. Sobald Bioljubu die Oberfläche durchbrach, sprang der Hase mit erstaunlicher Geschwindigkeit von seinem Rücken. Er hüpfte auf den nächsten Felsen, schüttelte Wasser aus seinem Fell. Dann wandte er sich dem erstaunten Schildkrötenminister zu. »Du Narr«, rief er, ein fröhliches, spöttisches Lachen hallte durch die Luft. »Wer würde schon seine kostbare Leber zurücklassen? Sie ist immer sicher in mir. Leb wohl, dümmliche Schildkröte, und sag eurem König, dass der Verstand eines Hasen schärfer ist als jeder Speer.« Gedemütigt und mit leeren Händen sank Bioljubu langsam zurück ins Meer. Das spöttische Lachen des Hasen klang noch in seinen Ohren. Er kehrte zum Drachenpalast zurück, um seinem kranken König gegenüberzutreten. Sein Bericht war ein Geständnis des Scheiterns. Der Drachenkönig, obwohl enttäuscht, konnte nur seufzen und sein Schicksal akzeptieren.
Und so rettete die Weisheit des kleinen Hasen sein Leben, was bewies, dass List und schnelles Denken rohe Gewalt und selbst die verzweifelsten Umstände überwinden können. Und so endet die Geschichte vom Drachenkönig und dem klugen Hasen, eine zeitlose Lehre aus dem Herzen der koreanischen Folklore. Sie lehrt uns, dass wahre Stärke oft nicht in Macht oder Stellung liegt, sondern in Intelligenz und einem schnellen, scharfsinnigen Verstand. Der Hase, obwohl körperlich klein, überlistete sowohl einen mächtigen König als auch einen loyalen Minister, indem er einfach schnell dachte. Was haltet ihr für die wertvollste Eigenschaft? Lasst es uns unten in den Kommentaren wissen. Wenn euch diese Reise in die koreanische Tradition gefallen hat, gebt diesem Video ein Like, abonniert für weitere bezaubernde Geschichten und teilt es mit denen, die eine gute Fabel zu schätzen wissen. Bis zum nächsten Mal, bleibt neugierig und weise.